See, this is the one that has most. We have to check under the microscope. It's very glossy. That is very surprising. Yes. They are, all of them come from the early Bronze Age, from the Unětice culture, which at the moment we can put, let's say, between 2200 to 1650 BC. The reason why I came was that in the past few years we've been studying an hoard of axes from Eastern Bohemia, from Czech Republic, that had like a very specific coating with silver, which we have discovered, and we wanted to find out as much information as possible, especially during conducting experiments with not just replicating the coating, but also with corrosion, how it behaves and what it does to the silver layer. And because the team in Halle did a lot of research on such topics as, let's say, surface treatment of metals from the prehistory, that's for us was the right place to come to. Shimarova hatte neulich bei uns auf einer Tagung diesen Fund vorgestellt und viele Naturwissenschaftler, also auch sehr anerkannte Leute wie Ernst Pernitzka, die sagten also spontan, sowas gibt es überhaupt nicht, weil sowas haben wir noch nie gesehen, also gibt es das nicht und es ist überhaupt gar nicht möglich, in der frühen Bronzezeit so dünne Silberüberzeuge herzustellen. The hoard from the site Kukleny, which is in the region of Hradec Králové, is at the moment the largest hoard of axes found in Bohemia, or let's say in Czech Republic in general. It contained at the moment 57 pieces, but because it was found under the typical circumstances with the metal detectorists finding things that were disturbed by plowing, therefore we can say there might be more, so we need to re-examine that. But at the moment we are dealing with the largest assemblage from Czech Republic. The first thing we have noticed on the surface of the axes, that we have noticed by eye, was that they had like some shining silvery particles on the surface, some of them, which were visible. But in the beginning we didn't think much of it. We thought that could be coming from the soil, that could be some mica particles. We didn't think about it much. And then through electron microscopy that was conducted, we have actually found out that these particles are silver. I think so. It seems. So you see. Oxygen, that's from the corrosion. From the corrosion. And of course, that the hole is like very small. Yes, first layer. First layer. Yes, yes. But when you look at some of these shapes, it sort of resembles what's on the axis. The question is why on this so small? Wir haben alle Beile in das Mikroskop gelegt, da ist eine Lasereinrichtung vorhanden. Das heißt, ich kann gezielt einzelne Punkte beproben. Dabei verdampft eine ganz, ganz geringe Menge. Das bildet dann so ein Plasma, das muss man sich so vorstellen, so wie auf der Sonnenoberfläche, das sozusagen nur heiße Gase sind. Und in diesem Zustand werden dann die Atome zu Abgabe von Strahlung angeregt. Und diese Strahlung kann man messen, also das ist sichtbares Licht. Und dann entsteht ein Spektrum und dieses Spektrum ist charakteristisch für die jeweilig beteiligten Elemente. Und so kann ich dann halb quantitativ sagen, was ich denn da eigentlich für einen Punkt angelasert habe. Also ob das Silber ist, ob das eine Kupferlegierung ist und so weiter und so fort. Das ist uns sehr
komfortable Technik, weil man könnte das sonst nur im Rasterelektronenmikroskop machen, aber da sehe ich die Farbe nicht. Das heißt, ich weiß da nie so genau, wo ich bin. Hier sehe ich die Farbe, ich weiß, das ist ein silberner Fleck. Jetzt will ich mal genau gucken, was das ist. So then, to exclude that it could be a corrosion process, we have conducted more methods such as X-ray diffraction and so on. And we have found out it was elemental silver, which means it was silver in its like metal form. So it was not a corrosion product. So then we looked at many more axes, and we have noticed that it appears on a lot of them in a very fragmentary state, but yes, it was probably coated with silver, but we have to exclude any possibility, so that's our research at the moment. Sie kam dann zu mir und fragte mich ja, ob ich nicht doch irgendeine Möglichkeit sähe und ob ich, ja, und da habe ich mir gedacht, naja, weißt du was, wir probieren es einfach mal aus, ob es wirklich so schwierig ist. Und ich habe dann zunächst erstmal Literaturrecherche betrieben, aber nicht die Art von Literaturrecherche, die wir normalerweise kennen, also eben nicht eine neue Literatur recherchiert, sondern in historischen Rezeptursammlungen des Mittelalters und der frühen Neuzeit, weil ich mir dachte, wenn es eine einfache Möglichkeit gäbe, hätte es die vielleicht im Mittelalter oder der frühen Neuzeit vielleicht schon gegeben, vielleicht tradiert oder unabhängig erfunden, und bin ich fündig geworden, und zwar witzigerweise in einem Buch aus Halle von einem Andreas Helmrich. Das war ein Stadtschreiber in Halle im 16. Jahrhundert, und der hat ein sogenanntes Kunstbüchlein verfasst. Das waren Rezeptsammlungen in erster Linie eigentlich für Buchmaler, für Verschreiber. Ich kannte dieses Werk schon von früher, weil ich mich früher mit Tintenrezepten beschäftigt hatte. Und dort fand ich dann in einem Anhang zwei Beschreibungen von zwei Methoden zur Versilberung. Und die war erstaunlich einfach. Das Problem ist bei einer Versilberung, wenn ich also so eine galvanische Schicht aufbringen möchte, muss ich das Silber erstmal in Lösung haben. Und das schien mir tatsächlich auch erstmal schwierig, weil Silber in Lösung, dazu braucht man Salpetersäure. Und Salpetersäure ist eigentlich eine alchemistische Erfindung, die es garantiert nicht in der Bronzezeit gab. Aber in der Rezeptur von Helmrich, da stand etwas ganz anderes. Und zwar verwendete er Silberchlorid. Und Silberchlorid ist ein Silbererz, das also tatsächlich natürlich vorkommt und das witzigerweise gerade in Böhmen, allerdings eher in Westböhmen, später sogar abgebaut worden ist als Silbererz. Also das kommt natürlich vor. Und der Trick ist, dieses Silberchlorid in Lösung zu bringen. Chemiker lernen im ersten Semester zunächst erstmal, dass Silberchlorid vollkommen unlöslich ist in Wasser. Aber wenn man einen Überschuss von Chlorid dazu gibt, zum Beispiel in Form von Kochsalz, ganz gewöhnlichem Kochsalz, dann kriege ich dieses Silber wieder in Lösung. Und genau so ähnlich beschreibt das Helmrich. Und ich habe dann die Rezepturen von allem mittelalterlichen Zauber auch noch befreit und eine ganz einfache Lösung gefunden. Silberchlorid, Kochsalz und etwas Weinsäure. Man kann auch Äpfelsäure nehmen, also natürlich, oder Essig, das reicht vollkommen. Daraus macht man eine Paste und die reibt man einfach mit dem Finger auf. Und das war's. Es geht ganz schnell und ruckzuck habe ich eine wunderschöne, geschlossene, silberne Oberfläche. Yes. It's so easy. It indeed was a big surprise. The reason for that is that from the early Bronze Age, we don't have any silver objects. In the past few years, maybe we have to correct that a little bit because there has been a small discovery from Bavaria where they have found at the cemetery of Erding, they have found, I think, 4 silver either rings or bracelets or hair rings, I'm not sure what is it, but those are the only silver artifacts we have from the early Bronze Age. And on top of that, it's one thing is silver objects, but another one is
when you are able to coat something with another metal. So that's also very surprising. Wir sind natürlich jetzt wahnsinnig neugierig und wir werden demnächst sämtliche unserer Bronzefunde daraufhin untersuchen. Ich vermute mal, es wäre uns eigentlich aufgefallen. Also wir haben es an einem einzelnen kleinen Gegenstand mal gefunden, der aber eher aus der späten Bronzezeit stammt. Sonst haben wir das nie gesehen. Nur wenn ich was nicht gesehen habe, es kann auch sein, dass wir nur nicht wirklich gezielt hingeschaut haben. Also das sollten wir schon noch mal tun. The hoards that we have studied were found by metal detectorists. Although metal detectoring is not legal in Czech Republic, the only way we can work is to collaborate with them. And these people who have found these hoards, those were the ones that were sent by the museum in Hradec Králové, and they actually managed to retrieve them in a proper way. One of the hoards, the bigger one, was destroyed by plowing, so we cannot reconstruct its original shape, how it was placed, but we know it was in a ceramic vessel because the archaeologists have later excavated the vessel. And the other one was found in a forest. So there we only know that it was placed somewhere between the trees, but how the place looked in prehistory, we cannot say. Es gibt natürlich eine sehr theoretische Möglichkeit. Alle diese Beile, aber auch die Aunjetitzer Beile, die wir aus unseren großen Hortfunden haben, alle diese Beile enthalten so um 1% Silber. Dieses Silber ist über das Kupfererz da hineingeraten, also nicht ein intentioneller Zusatz. Man könnte mal sagen, naja, das Silber ist halt das edlere Metall als das Kupfer und bei einer Korrosion löst sich sozusagen also nur das Kupfer und die Legierungsbestandteile wie Zinn, die lösen sich sozusagen auf und das Silber bleibt zurück. Das haben wir erstmal untersucht und haben auch festgestellt, also erstmal ist der Silbergehalt so gering, dass so etwas eigentlich passieren kann. Und wir haben eben gesehen, das sind richtig polierte Silberschichten und das kann bei einer Korrosion eigentlich nicht so ohne weiteres passieren. Wenn so ein Silber zurückbleibt, dann eher in fein verteilter Form und nicht in so einer geschlossenen Schicht. Aber wir versuchen das gerade herauszufinden, indem wir solche Legierungen nachgegossen haben und die versuchen wir jetzt künstlich zu korrodieren. So eine künstliche Korrosion, das wissen wir ja auch, die Echtheit der Himmelsscheibe bei dieser Diskussion, ist nicht so einfach zu machen, also es ist nicht einfach zu beschleunigen. Wir machen das jetzt auf die Weise, dass wir also etwas salzhaltige Lösung hergestellt haben und dann haben wir sozusagen eine synthetische Erde gemacht, die wir dann damit befeuchtet haben und stecken erstmal mal die Dinger da rein. Das ist ein Versuch. Und der zweite Versuch ist, das galvanisch zu machen. Das heißt sozusagen mittels elektrischem Strom solche Proben in einer Bodensimulation zu oxidieren. Der Witz ist erstmal, es ist absolut reines Silber. Also ich habe nicht eine Silberlegierung. Deswegen, das ist jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, wie wir das sonst halt von Silberlegierungen kennen, irgend so ein Sterling-Silber, sondern es ist chemisch total rein. Das spricht eben auch für diesen galvanischen Prozess, dass also das edlere Metall, also das Silber, das wo in Lösung ist, sozusagen in Austausch sich befindet mit dem Kupfer. Also Kupfer geht in Lösung und das Silber schlägt sich nieder. Und diese sehr reinen Schichten sind also eben sehr, sehr typisch für so einen galvanischen Prozess. Dann ist erstaunlich, wie dünn diese Schichten sind. Wenn ich einmal mit dem Laser drauf schieße, bin ich schon durch. Beim zweiten Schuss bin ich schon im Grundmetall.
Und das haben wir verglichen, das sind dann so Silberschichten von etwa 10 Mikrometer, also das sind 0,001 Millimeter, also erstaunlich dünn. Wir sehen außerdem, in manchen Fällen ist das Silber diesem Dendrit gewachsen, also Metall, Kristallnadeln, Büsche, manchmal sehen die auch aus wie Bäumchen, spricht auch für so einen galvanischen Prozess. Wir sehen dann auch, dass da Gebrauchsspuren sind und sie sind trotzdem versilbert. Das hat uns sowieso ein bisschen gewundert, denn wenn man so eine dünne Silberschicht hat und man möchte damit jetzt mit so einem silbernen Beil einen Baum fällen, dann würde man sagen, naja gut, das kann man vergessen, da geht das Silber ab. Tut es gar nicht. Ganz erstaunlich. Und außerdem, wenn die Schicht beschädigt ist, dann nimmt man den Finger und geht mal ein bisschen drüber mit der Paste und fertig. Well, the question about why they did it, so far we were unable to come up with any practical function of the silver layer. So it would be symbolic or aesthetic to change the color of the artifact, of the axe, probably. Es ist zunächst also einfach eine andere Methode, solche Beile aufzuwerten, optisch aufzuwerten. Denn die silberne Farbe war etwas noch viel Wertvolleres offenbar in der bronzezeitlichen Ästhetik. Man findet silberne Beile eigentlich nur als Ritualäxte, also diese berühmten silbernen Doppeläxte. Das muss die Menschen in irgendeiner Weise fasziniert haben, vielleicht auch wegen dieses Spiegelns. Möglicherweise ist es eine böhmische lokale Tradition, möglicherweise, weil dort eben die Silberchlorid auch zur Verfügung stand, während es das zum Beispiel hier nicht zur Verfügung stand. Aber das wissen wir einfach nicht. Eastern Bohemia has traditionally in literature always been marked as a peripheral region, but it doesn't lie on the periphery of the Unjetice culture. I think the problem with the position of Eastern Bohemia on the map of Unjetice culture is mainly on the state of research. There are not many things published, and as we dive deeper into all the archaeological finds, not only hoards, but also settlements and cemeteries, we can see that it was an important region, but within Unjetice culture, the thing is, it's very regionalized. So each region has very different maybe traditions. Some things are very similar, but some things are also very different. So that for us is a very important discovery. But why is it in Eastern Bohemia? That's at the moment hard to say. Man spricht immer von einer grauen Vorzeit. Und das ist eine völlig falsche Vorstellung, das vermittelt eine falsche Vorstellung. Denn mittlerweile wissen wir, dass die Wohnhäuser farbig bemalt waren, also mit Röte auf weißem Untergrund. Wir wissen, dass das nicht nur irgendwelche Metalle waren, sondern dass man sich bemüht hat, den Metallen eine Farbe zu geben, also künstliches Gold herzustellen, indem man halt Zinn zuligiert etc. Und da passt dieses Beispiel mit dieser Versilberung ja wunderbar einfach da rein. So in the past, let's say 24, 25 years, there have been many large-scale excavations. So we have gathered a lot of information from both settlements and cemeteries from the early Bronze Age. And for us, that's very important to find out about the settlement structure. Also, genetic studies are being carried out by colleagues from Bohemia as well. We are trying to understand the metalwork better also through analysis. Of course, all the analyses have developed a lot, became more accessible. So I think the research will go further. Thanks to that, we just need a lot of time to process everything that's been excavated, and that's a work in progress. Mich würde auch interessieren, ob es das in anderen Zeiten auch noch gegeben hat. Also wie sieht es aus einer Eisenzeit, wie sieht es aus einer römischen Zeit? Vielleicht gab es das auch und wir haben es noch nicht gefunden. At the moment, we are convinced that this is a layer that's been added by people in the prehistory, but corrosion is a very unpredictable process. And so far, we have not seen this phenomenon outside of, let's say, early Bronze Age. Majority of the
objects that has the silver layer come from Czech Republic, but there have been also indications we have others, but outside of the early Bronze Age, we have not seen them anywhere.